Wenn Japaner an Deutschland denken, denken sie sofort an. Aber die Esskultur ist einfach völlig anders. Was ist das denn? Kann man das überhaupt essen? Ich finde ja, es sieht jedes Mal aus wie eine kleine Raupe. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute sprechen wir über 10 Kulturschocks, die ich im deutschen Supermarkt erlebt habe. Dinge, die es in Japan einfach nicht gibt oder die dort komplett anders sind. Als ich zum ersten Mal in Deutschland einkaufen gegangen bin, war ich wirklich überrascht. Kurz Abo, Like und Hype für das Video nicht vergessen und los geht's. Erstens, Milch. Das war mein allererster Schock, Milch in normaler Temperatur. In Japan gehört Milch immer im Kühlschrank. Natürlich gibt es in Deutschland auch frische Milch, die im Kühlschrank steht. Aber in Deutschland gibt es auch überall Haarmilch, also eine haltbare Milch, die einfach bei normaler Temperatur im Regal steht. Durch ein Ultrahocherhitzungsverfahren ist sie länger haltbar gemacht, da dabei alle vermehrungsfähigen Keime abgetötet werden. In Japan gibt es Milch nur im Kühlschrank. Auch hier zeigt sich wieder ein kultureller Unterschied. In Japan geht man häufig und eher in kleinen Mengen einkaufen. In Deutschland dagegen kaufen viele Menschen nur einmal pro Woche oder sogar nur alle 2 Wochen richtig groß ein. Deshalb wird Milch hier oft auf Vorrat gekauft und genau dafür eignet sich die Haarmilch, die eine viel längere Haltbarkeit hat. Sie passt perfekt zur deutschen Einkaufskultur, denke ich. Zweitens, andere Gemüsesorten. Zwischen Deutschland und Japan gibt es große Unterschiede bei den Gemüse- und Obstsorten, die im Supermarkt verkauft werden. In Deutschland findet man viele Dinge, die man in Japan kaum oder gar nicht sieht, zum Beispiel Pastinaken, Kohlrabi, Knollensellerie, Butternut-Kürbis, Fenchel, Chicorée, Spitzkohl, Rosenkohl, Artischocken, Rhabarber, rote Beete, Fleischtomaten, Romanesco, gelbe Zucchini, weißen Spargel, Grünkohl, Eierschwammerl bzw. Pfifferlinge, Schlangenbohnen, Johannisbeeren, Zwetschgen, Blattpfirsich, Mini-Kiwi und Feige. Als ich diese Gemüse und Obst zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, was ist das denn? Kann man das überhaupt essen? Manche davon habe ich bis heute nicht gekauft, weil ich keine Ahnung habe, wie man sie verwendet. Zum Beispiel Romanesco oder Artischocken. Wenn ihr Tipps habt, bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare. Manchmal kann man mit deutschen Zutaten aber auch japanische Lebensmittel ersetzen. Aus Rhabarber kann man zum Beispiel eine Art Neriume herstellen, eine Paste aus sauren Pflaumen, die in Japan sehr beliebt ist. Wer wissen möchte, wie das geht, ich habe dazu ein Video gemacht. Es gibt aber auch Gemüsesorten, die in beiden Ländern existieren, aber unterschiedlich aussehen oder schmecken. Zum Beispiel findet man in Deutschland Süßkartoffeln und Weißkohl. Die Süßkartoffel schmeckt in Deutschland etwas milder und ihre Farbe ist eher orange. Die japanische Süßkartoffel hat einen intensiveren Geschmack und ist gelb. Weißkohl gibt es zwar auch in Japan, aber die deutsche Version ist viel härter. Der Kohl, der hier für Sauerkraut verwendet wird, ist so fest, dass er mit dem japanischen überhaupt nicht zu vergleichen ist. Am ähnlichsten zum japanischen Kohl ist tatsächlich Spitzkohl. Und dann gibt es noch dieses eine Gemüse oder Pflanze, Kurkuma. Ich finde ja, es sieht jedes Mal aus wie eine kleine Raupe. Außerdem sind manche Gemüse in Deutschland einfach riesig, zum Beispiel Gurken und Lauchstangen. Die sind viel dicker und länger als in Japan. Dafür sind andere Sachen überraschend klein, etwa Spinat oder Rettich. Diese Gemüseabteilung fühlte sich für mich am Anfang wirklich wie ein botanischer Garten an. Natürlich gibt es auch in beiden Ländern viele Gemüsesorten, die gleich oder ähnlich sind. Auberginen, Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Zwiebeln und vieles mehr. Da aber nicht alle japanischen Zutaten in Deutschland erhältlich sind, ersetze ich beim Kochen japanischer Gerichte die fehlenden Produkte einfach mit dem, was es hier gibt, oder kaufe mir in asiatischen Supermärkten. Nebenbei bemerkt, in Deutschland gibt es unglaublich viele Bio- und vegane Produkte. Das liegt auch daran, dass Bio- oder Vegan-Siegel sehr deutlich auf den Verpackungen zu sehen sind. Sogar auf Wasserflaschen findet man manchmal ein Vegan-Symbol. Drittens, Gemüse und Obst selbst biegen.
In Deutschland muss man oft Gemüse und Obst selbst biegen und den Preisschild-Sticker aufkleben. Direkt am Eingang der meisten Supermärkte befindet sich die Obst- und Gemüseabteilung. Besonders bei unverpackten Produkten muss man anhand des Preisschildes erkennen, ob der Preis pro Stück oder pro Gewicht berechnet wird. Bei allen Artikeln, die nach Gewicht verkauft werden, legt man das Produkt einfach auf die Waage, sucht auf dem Display den passenden Knopf, meistens nach Kategorien wie Gemüse, Obst, Pilze oder sonst sortiert, und drückt das Preisschild aus. Manchmal findet man den richtigen Knopf nicht sofort und das kann echt nervig sein. Das Etikett klebt man anschließend selbst auf die Ware und bringt sie damit zur Kasse. Und ja, manchmal vergisst man es einfach. Zum Glück haben manche Supermärkte auch in der Nähe der Kasse noch einmal eine Waage. Sehr praktisch, wenn man es vorher verpasst hat. In Japan biegt man als Kunde dagegen so gut wie nie selbst. Vieles ist bereits verpackt und lose Ware wird häufig pro Stück verkauft. Sollte etwas doch nach Gewicht verkauft werden, wird es in der Regel vom Geschäft vorab verpackt und mit einem Etikett versehen. Auch Fleisch ist in Japan meistens schon fertig verpackt. Supermärkte mit einer eigenen Metzgerei, wie man es in Deutschland öfter sieht, sind eher selten. Deshalb muss man in Deutschland als Kunde ein bisschen mehr selbst erledigen. Für viele Japaner ist dieses Selbstbiegen von Obst und Gemüse anfangs ein völlig neues und ungewohntes Erlebnis. Viertens, keine Bentos oder Sosai. In Japan bekommt man wirklich überall fertige Bentos, also komplette Lunchboxen, Onigiri, Salate, Sushi, warme Gerichte wie Karage, frittiertes Hähnchen, Kroketten und vieles mehr. Perfekt, wenn man schnell etwas essen möchte. Man kann sie direkt so essen oder zu Hause einfach kurz erwärmen. Wenn man zu Hause keinen Reis hat, kauft man eben ein Bento mit Reis. Wenn man dagegen Reis da hat, aber keine Beilagen, kauft man typischerweise Sosai, also Gerichte, die nur aus Beilagen bestehen. Die Preise sind zwar im Laufe der Jahre gestiegen, aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit man zum selberkochen bräuchte, sind zum Beispiel Karage, Kroketten und so weiter immer noch preislich sehr attraktiv. Natürlich sollte man nicht jeden Tag Bento und Sosai essen, das wäre gesundheitlich nicht ideal, aber ab und zu sind sie unglaublich praktisch und besonders Familien mit kleinen Kindern profitieren davon sehr. Aber im deutschen Supermarkt gibt es leider sowas kaum. Die meisten Menschen kochen hier viel mehr selbst. Es gibt zwar ab und zu fertige Produkte wie rohe Chicken Schnitzel, die man nur frittieren muss, oder vorgegarte Bratenstücke, aber im Vergleich zu Japan ist die Auswahl wirklich winzig. Man könnte fast sagen, es gibt praktisch nichts in Supermärkten, was an japanischen Sosai herankommt. Aber die Esskultur ist einfach völlig anders. Wenn man in Deutschland etwas schnell und einfach essen möchte, dann greift man meistens zu Brot. Das ist hier das Fast Food für zu Hause, denke ich. Fünftens, Eier. In Deutschland sieht man manchmal Eier mit kleinen Federn oder sogar etwas Schmutz dran. Zuerst dachte ich, oh nein, ist das ein Fehler? Aber in Deutschland bedeutet das oft, die Eier sind frischer, direkter vom Bauern. Außerdem werden Eier in Deutschland ganz unterschiedlich verkauft. Man kann sie einzeln kaufen oder in Packungen mit 6, 10 und gelegentlich sogar 18 Stück. Der größte Unterschied ist aber die Verpackung. Deutsche Eier sind fast immer in Pappkartons, bei denen man den Inhalt erst sieht, wenn man die Schachtel öffnet. Und diese Verpackungen lassen sich sehr leicht öffnen, das ist auch so gewollt. Aber warum? Weil man vor dem Kauf selbst prüfen soll, ob die Eier beschädigt sind. Und das ist wichtig. In Deutschland passiert es nämlich ziemlich häufig, dass Eier schon im Karton angerissen sind. Manchmal sieht man das sofort, manchmal merkt man es erst zu Hause, wenn das Ei am Boden festklebt. Deshalb ist der Eiercheck vor dem Kauf hier wirklich Pflicht. Manchmal schauen Kassierer auch kurz hinein, aber grundsätzlich liegt die Verantwortung bei den Kunden. In Japan hingegen gibt es normalerweise nur Packungen mit 6 oder 10 Eiern und die Verpackung ist transparentes Plastik, sodass man die Eier sofort sehen kann. Die Verpackung lässt sich im Laden auch nicht so einfach öffnen, damit niemand darin herumfummelt. Außerdem sind die Verpackungen so konstruiert, dass die Eier besonders gut geschätzt sind. Deshalb sieht man in Japan kaum beschädigte Eier und falls doch, erkennt man es durch die transparente Verpackungen sofort. Ein weiter großer Unterschied. Japanische Eier haben nie Federn oder Schmutz.
Sie werden vor dem Verkauf gründlich gewaschen, desinfiziert und perfekt verpackt. Dadurch kann man besonders frische Eier sogar roh essen, zum Beispiel für Tamago Kake Gohan. Natürlich gilt trotzdem, roh sollte man nur ganz frische Eier aus dem Kühlschrank und innerhalb der Haltbarkeit essen, denn komplett frei von Salmonellen ist kein Ei der Welt. 6. Riesige Auswahl an Käse, Joghurt, Marmelade und Müsli. In Japan gibt es natürlich auch Käse, Joghurt, Marmelade und Müsli, aber die Auswahl in Deutschland ist wirklich beeindruckend. Ich habe einmal bestimmt 10 Minuten vor dem Käseregal gestanden, weil ich einfach nicht wusste, welchen ich nehmen soll. Alles sieht irgendwie gleich aus. Auch bei Marmelade und Müsli gibt es so viele Sorten, dass man gar nicht alles probieren kann oder möchte. Und Joghurt gibt es hier wirklich in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Wenn man nach einem Aufenthalt in Deutschland wieder nach Japan zurückkehrt, ist man wahrscheinlich von der geringen Auswahl an Milchprodukten, Marmeladen und Müsli etwas enttäuscht. Aber andererseits hat es auch Vorteile. Mit weniger Auswahl muss man nicht so lange überlegen, was man kaufen soll. 7. Wenig Fisch. Das war für mich wirklich eine große Enttäuschung. In Japan bekommt man überall frischen Fisch. Lachs, Makrele, Rotbarsch, Thunfisch, Stint und vieles mehr. Und vieles davon kann man sogar roh essen. In deutschen Supermärkten gibt es zwar auch Fisch, aber die Auswahl ist viel kleiner und vieles ist tiefgekühlt. Lachs findet man zwar auch frisch, aber in einer Qualität, die man vor dem Essen braten sollte. Für Sushi oder Sashimi muss man speziell wirklich frischen Lachs kaufen und den findet man in normalen Supermärkten nur selten. Außerdem ist ein Teil des Lachses hier geräuchert, etwas, das für viele Japaner eher ungewohnt ist. In großen Supermärkten oder auch Wochenmärkten gibt es manchmal Fischtheken, an denen man frischen, nicht tiefgekühlten Fisch kaufen kann. Aber insgesamt ist Fisch in Deutschland deutlich teurer als in Japan. Deshalb gilt Fisch hier eher als Luxus. In Japan hingegen gibt es in jedem Supermarkt frischen Fisch in der Kühltheke und Sushi oder Sashimi sind fast immer verfügbar. Das vermisse ich als Japanerin wirklich sehr. 8. Bier. Wenn Japaner an Deutschland denken, denken sie sofort an Bier. Die Auswahl hier ist wirklich unglaublich, unvergleichbar mit Japan. Es gibt Pilz, Weizen, Ale, Schwarzbier und viele weitere klassische Sorten, aber auch ungewöhnliche Varianten wie Bier mit Zitronen- oder Cola-Geschmack. Außerdem hat jede Region ihr eigenes Bier, zum Beispiel Becks aus Bremen oder Kölsch aus Köln. Früher habe ich Bier sehr gern getrunken, aber mit dem Älterwerden vertrage ich Alkohol nicht mehr so gut. Deshalb trinke ich trotz meines Aufenthalts in Deutschland kaum Bier. Aber wenn ich nach Japan fliege, bringe ich immer deutsches Bier als Souvenir mit. Es ist günstiger als japanisches Bier und die Auswahl ist riesig. Für Bierliebhaber ist Deutschland wirklich ein Paradies. In Japan dagegen ist die Auswahl recht überschaubar. Bekannte Sorten sind zum Beispiel Asahi Super Dry, Sapporo Premium oder Clean Ichiban Shibori. Es gibt außerdem Happōshu und die sogenannten dritten Bier. Das sind zwar technisch gesehen keine echte Biere, aber sie schmecken ähnlich und sind günstiger als Magenbier wie Asahi. Dadurch sind sie sehr beliebt. Was die Vielfalt betrifft, kann Japan jedoch bei weitem nicht mit Deutschland mithalten. Viele Deutsche wären vermutlich enttäuscht von der kleinen Auswahl. 9. Das Pfandsystem. Leere Plastikflaschen, Glasflaschen und Dosen sind in Deutschland Geld. Hier gibt es ein Pfandsystem, bei dem man beim Kauf eines Getränks zusätzlich zum Preis etwa 25 Cent Pfand bezahlt. Das bedeutet, wenn man eine Pfandflasche einfach in den Müll wirft, wirft man wortwörtlich Geld weg. Als ich neu in Deutschland war, wusste ich das nicht und habe die Flaschen einfach weggeschmissen. In Japan gibt es kein Pfandsystem. Man muss also keine leeren Flaschen zurück zum Supermarkt bringen, um Geld zurückzubekommen. Trotzdem ist das Recyclingsbewusstsein in Japan sehr hoch. Wir lernen schon in der Schule, unseren Müll wieder mitzunehmen und da es viele Getränkeautomaten gibt, stehen dort oft spezielle Sammlungsbehälter für PET-Flaschen und Dosen. Zu Hause ausgewaschene PET-Flaschen bringt man normalerweise zur Recyclingbox im Supermarkt. Auch ohne ein Pfandsystem haben Japaner ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für das Recycling von PET-Flaschen.
Für mich fühlt sich das Pfandsystem in Deutschland so an, als würde ich mir das bereits bezahlte Geld wieder zurückholen. Es ist irgendwie lustig, obwohl es ja eigentlich mein eigenes Geld ist, fühlt es sich jedes Mal wie ein kleiner Gewinn an, wenn der Automat mir den Pfandbon ausspuckt. 10. Kasse. Ich dachte wirklich, warum rennt die Kassiererin? In Deutschland scannen die Mitarbeiter die Waren mit Lichtgeschwindigkeit. Das liegt daran, dass es in deutschen Supermärkten fast immer ein Förderband gibt, das die Produkte bis zur Kasse transportiert. Kassierer müssen die Artikel dann nur noch scannen und das geht extrem schnell. Hinter der Kasse ist die Ablagefläche aber auch sehr klein, sodass man als Kunde seine Sachen rasch einpacken muss. Sonst stapeln sich die Artikel und der Scan-Vorgang kommt ins Stocken. Wenn hinter einem schon andere Kunden warten, fühlt sich der Druck noch größer an. Aber bei einigen Produkten, zum Beispiel Brot oder bestimmten Gemüsesorten, müssen die Kassierer jedoch zusätzlich einen Knopf drücken. Dann entsteht eine kurze Pause, perfekt, um schnell ein paar Sachen in die Tasche zu packen. Ich sortiere solche Artikel inzwischen bewusst zwischen meinem Einkauf, damit ich zwischendurch kleine Packpause habe. In Japan funktioniert die Kasse ganz anders. Dort gibt es kein Förderband. Man stellt einfach den Einkaufskorb auf den Tisch und ein Kassierer legt die gescannten Waren in einen zweiten leeren Korb. Während des Scannens muss man als Kunde überhaupt nichts tun. Das ist unglaublich entspannend. Außerdem haben viele japanische Supermärkte inzwischen 2 automatische Bezahlstationen pro Kasse. Das heißt, die Kassierer scannen nur und der Kunde zahlt anschließend am separaten Automaten. Diese Kassen werden oft Semi-Self-Regie genannt. Natürlich gibt es auch hier etwas Druck, wenn sich eine Schlange bildet, aber da in Japan viele Leute inzwischen bargeldlos bezahlen, gibt es insgesamt sehr schnell. Auch kleine Selbstbedienungskassen sind in Japan immer verbreiteter. Wenn man nur wenige Artikel hat, scannt und bezahlt man komplett selbst, sehr praktisch. In Deutschland breiten sich Self-Checkout-Kassen ebenfalls immer mehr aus. Außerdem gibt es Systeme, bei denen man während des Einkaufs selbst scannt und am Ende nur noch den Code an der Kasse vorzeigt und bezahlt. Das gibt es zwar auch vereinzelt in Japan, zum Beispiel in Ion, aber noch viel seltener. Am liebsten mag ich das System, bei dem man während des Einkaufs selbst scannt und am Ende nur noch an der Self-Checkout-Kasse bezahlt. Soweit ich weiß, gibt es das in Deutschland vor allem in größeren Edeka- und Rewe-Märkten. Kein Stress an der Kasse, keine Unterhaltung, kein Zeitdruck, einfach perfekt für introvertierte Menschen wie mich. So, das waren meine 10 größten Culture-Shocks im deutschen Supermarkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Punkt euch am meisten überrascht hat oder welcher Culture-Shock euch in einem anderen Land passiert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。